Liebe Anwesende, liebe Wegbegleiter von Elisabeth, liebe Freunde, liebe Familie, liebe Maria. Es gab einen Humanisten, der ist fast genauso alt geworden wie Oma. Das ist Ashley Montagu. Er ist 94 Jahre alt geworden und er hat einmal den Satz gesagt auf Englisch: The idea is to die young, as late as possible. Die Idee besteht darin, jung zu sterben, so spät wie möglich. Jung zu bleiben, kann man sagen, ist Elisabeths Mutti wirklich gelungen. Mit 82 Jahren hat sie gelernt, E-Mails zu schreiben und Fotos von ihren damals immer noch zahlreichen Reisen von ihrer Digitalkamera zu kopieren und zu verschicken. Bring mir das mal bei, ich möchte das jetzt mal lernen. Ich möchte mal wissen, wie das geht. Mit 85 Jahren ist Elisabeth das letzte Mal nach Brasilien geflogen, alleine, 30 Stunden lang, mit Gepäck. In ihrem Ausweis steht der letzte Ausreisestempel aus Brasilien mit dem Datum 27.02.2011. Da war sie 85 Jahre und 3 Monate alt. In Sao Paulo mit einem Zwischenhalt von 6 Stunden. Mit 94 konnte Oma von 30 rückwärts zählen in Dreierschritt. 30, 27, 24 und so weiter. Ich habe das versucht im Kopf nachzuprüfen und war nicht ganz so schnell wie sie zuweilen. Sie hat mich dann gefragt, warum hast du denn das jetzt mit mir gemacht? Warum wolltest du das testen? Und ich habe gesagt, ich wollte wissen, ob du Demenz hast. Und dann sagt sie, und? Ich sage, hast du nicht. Dann sagt sie, hätte ich dir auch gleich sagen können. Elisabeth ist jung geblieben, weil ihr Wesen und ihre dauernde Freude an der Weite des Daseins sie jung gehalten haben. Dabei aber immer wissend, mein Gott ist bei mir. Und von diesem Gottvertrauen hat sie häufig gesprochen. Ein Bekannter sagte neulich, wie schön konnte sie ihre Freude zeigen. Es stimmt, das Helle, das Optimistische, die Freude, von der wir häufig in dem Zusammenhang reden, wenn wir an Elisabeth denken, genau diese Freude klang in ihrer Stimme mit und war ein Teil davon. Für den heutigen Tag habe ich ein wenig im Archiv nachgeblättert und im Oktober 1960, da haben Pressestimmen zu einer Konzertreise deinen Gesang gelobt, Mutti. Sie sprechen von einem spitzbübischen Vortrag von Willem Busch-Liedern und ausgezeichnet gab sie das zarte, duftige aus dem Mörike-Liederbuch wieder. Und 1954 schreibt die hannoversche Presse, ihre Stimme schwebte mit bestechender Klarheit durch den Kirchenraum. Die Wolfsburger Nachrichten erwähnen die Darbietung von Schubert-Liedern. Von innerer Anteilnahme war Elisabeth Apels Liedpart getragen. Ihre Stimme war von strahlender Kraft. Aus dem reichen Schatz ihrer Mittel nutzte sie jede Nuance und offenbarte sich zudem als charmante Persönlichkeit. Mit Blick auf diese Kritiken muss ich sagen, hatte ich also recht gehabt mit meiner Aussage, die ich schon mehrmals getätigt hatte, dass ich als kleines Kind gesagt hatte, als ich meine Mutter im Radio hörte, da singt ja Mutti. Und mein Vater hat gesagt, das ist nicht die Mutti, das ist die Callas. Woraufhin ich etwas empört gesagt habe, warum singt denn die Callas genauso wie Mutti? Im Dezember 1958 begann Elisabeth mit der chorischen Stimmbildung des Mädchenchores Hannover.
dem sie ebenso wie dem Wolfsburger Frauenchor von ganzem Herzen verbunden war und bis zum Schluss verbunden blieb. Ebenso auch dem Sehender Kreis, einem Lesekreis, der ihr eine fortwährende Herzensangelegenheit gewesen ist. Als Dozentin für Sprecherziehung war sie jahrelang tätig. Sie liebte ihre Lehraufträge und baute die ersten sogenannten Sprachlabors in den 60er, 70er Jahren mit auf. In der Stimm- und Sprecherziehung schulte sie ihre Schüler mit Sätzen, die die Stimme schulen sollen, wie zum Beispiel: Das Durchdenken der Dinge ist der Dorn im Auge der Dummen. Oder: Das dralle Dörtchen mit dem Dutt tanzt tapfer mit dem drallen Draufgänger Detlef. Das wird D-Laut. In Mutti war ein Zutrauen zu dieser Welt, auch in den Kriegs- und Nachkriegsjahren. Dieses Zutrauen war in ihr trotz aller Fairnisse dieser Zeit und auch der nachfolgenden Zeit, es war wie eine Grundmelodie. Und so hat sie sich auch immer gerne auf die Menschen eingelassen. Elisabeth war neugierig nach Menschen. Nie wäre sie ihrer Kirche untreu geworden, aber wenn beispielsweise die Zeugen Jehovas klingelten, bat sie herein und plauderte stundenlang mit ihnen, um dann zu sagen: Es war sehr nett mit Ihnen, Sie können mich aber nicht gewinnen, aber Sie können gerne wiederkommen. Elisabeth fühlte sich immer getragen in der Liebe Gottes. Sie sagte manchmal, es ist, als ob seine Hand mich hält. Und dadurch, dass sie so getragen wurde von dieser Liebe, konnte sie diese Liebe auch weitertragen ihrerseits und weitergeben. Jedes einzelne Enkelkind hat viele Male in Omas Bett geschlafen und du hast ihnen immer vorgelesen. Du liebtest das Vorlesen für die Kinder und sie zu kraulen und mit ihnen zu kuscheln, für sie da zu sein. Ihre Freundinnen und Freunde, ihre Bekannten und ihre Schülerinnen und Schüler waren, je älter sie wurde, umso jünger als sie und ließen sie dadurch auch jung bleiben. Und es passte zu ihrer Eigenheit, dass sie jeden Tag die Welt in vollen Zügen genießen wollte. Fast keine Nacht vor 1 Uhr ins Bett gegangen und um 6 Uhr hat sie dann schon wieder Tee gekocht. Mit über 80 Jahren lief sie in Brasilien am Meer noch 7 Kilometer entlang von einem Dorf zum anderen und ging dann schwimmen. Und dann lief sie die ganze Strecke 7 Kilometer wieder zurück. Fast jeden Tag. Am Grab ihrer Freundin Margret Schwarz, vor jetzt fast 15 Jahren, im Mai, zitierte Elisabeth aus den Duineser Elegien von Rainer Maria Rilke, den sie sehr, sehr geschätzt hat, den Satz: Und so leben wir und nehmen immer Abschied. Und sie sagte dann: Leben ist Abschied nehmen von denen, die uns vorausgehen, Abschied von Orten, die wir lieben. Einer der Orte, die Oma liebte, war der Strand von Pontal in Brasilien. Oft saß sie dort und notierte ihre Gedanken in einem kleinen Notiz. Zur Jahrtausendwende 1999, 2000 saß sie dort und schrieb: Schöpfung und Ursprung nennen wir Gottes Kraft. Vater und Mutter, seht, welche Liebe wird uns zuteil.
Und dann machte sie sich Gedanken über das Alleinsein. Sie saß allein am Strand und sah den Kosmos und die Kraft und die Macht der Natur mit dem Wasser, dem Meer und dem Himmel. Und das Alleinsein als Allmacht, als Allmächtigkeit der Natur und Gottes verband sie mit dem Wort allein im Sinne von ein. Und sie schreibt, Oma, dort am Strand, allein schließt neue Welten auf. Kosmos, großer Weltenraum. Die Kraft, die lenkt, kann Gott nur sein. In diesem Sinne bin ich allein. Ich lebe hier so gut ich kann. Ich wandle mich im Tod zu neuem Leben wieder dann. Der Glaube es gebot, so wie der Herr es vorgelebt, als er auf Erden war. Und wenn die Erde noch so bebt, in Wandlung alles, alle Jahr. Allein heißt Leben, heißt Natur. Ostern kommet jedes Jahr. Ja, der Ostergedanke ist der Gedanke der Auferstehung. Und so bist du weiter in uns und bist weiter bei uns, Mutti. Dein Elan, deine Lebenslust, deine Umarmungen, die du uns gegeben hast und allen Kindern, dein Halt. Das schönste Geschenk, was du uns gemacht hast, Maria und mir, das war, dass du unsere Mutter warst. Die letzten klaren Worte, die du mir gesagt hast, war, ich liebe dich. Und es fiel dir schwer zu sprechen. Auch wenn der Kummer und die Trauer stark sind, wolltest du, dass sie nicht überwiegen. Du wirst uns aber dennoch fehlen. Jeden Tag, jetzt schon. Aber wollen wir es auch mal positiv sehen? Jetzt umarmst du Rolf wieder, deinen Mann, deine Brüder, deine geliebte Schwester und Robert, deinen Vater, den du so gemocht hast und der dir dann so früh gefehlt hat. Und, Lutti, du bist bei all deinen Lieben, die dir vorausgegangen sind und kannst mit ihnen jetzt singen und mit den Engeln singen. Danke dir, Mutti. Ich liebe dich.